Hallo Leute, heute geht es mit der kleinen Royal Enfield Classic 350 auf den höchsten Berg der Vogesen. Und damit ist auch eine echte Challenge für die kleine Wett, diesmal mit Sozia und mit Gepäck. Also, wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, ich zeige euch jetzt mal die Karte von der Tour. Es waren etwa 600 Kilometer, 300 Kilometer Anreise. Deswegen haben wir auch übernachtet dieses Mal. Und zwar haben wir bei Cernay oder in Cernay, Nähe Mulhouse, übernachtet und haben dann am nächsten Tag die Tour zum Grand Ballon gestartet. Die eigentliche Fahrt durch die Vogesen waren 86 Kilometer mit 2700 Höhenmeter nach oben und 2200 Höhenmeter nach unten. Und der Grand Ballon ist selbst 1400 Meter hoch, also wir haben eine maximale Höhe von 1390 Meter erreicht und sind, wie ihr seht, von Cernay nach Nordwesten gefahren, über den Grand Ballon, den ihr hier seht, dann über den Petit Ballon und über Munster wieder zurück und sind dann bei Colmar wieder auf die Autobahn nach Norden gefahren. Mehr zur Strecke und den Straßenverhältnissen dann den eigentlichen Fahrvideos. Gefilmt habe ich wie immer mit der Ace Pro Tour am Brustgurt, das ist diese Perspektive, und dann noch mit der X4 auf dem Selfie-Stick, der nach vorne rausragt, seht ihr hier, und habe die beiden dann mit der GPS-Fernbedienung, die auch vor dem Bremsflüssigkeitsbehälter seht, bedient. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Ja, die Challenge heute ist also mit 20 PS und Sozia auf den höchsten Berg der Vogesen und wir sehen, was dabei rauskommt. An der flach stehenden Sonne seht ihr, dass wir relativ früh losgefahren sind, weil wir unseren ersten Kaffee oben auf dem Grand Ballon trinken wollten. Wenn ihr mal einen Blick auf die Kurvig-App auf dem Handy werft, seht ihr, dass die Strecke sehr kurvig ist mit vielen Serpentinen. Der Asphalt ist recht griffig, nur hat man auf der Auffahrt zum Grand Ballon die gute Idee gehabt, in manchen Kehren Kopfsteinpflaster zu verlegen, was ich mir vorstellen kann, dass das bei nasser oder feuchter Witterung ganz lustig werden kann. So, jetzt schon das erste Zwischenfazit, berghoch mit Sozia. Hat es geklappt? Natürlich hat es geklappt, es hat sogar sehr gut geklappt. Ich habe eigentlich fast keinen Unterschied gemerkt, was erstens mal an dem geringen Gewicht der Sozia liegt, wahrscheinlich aber auch an der langhubigen Auslegung des Motors. Ja, die 350er Enfield sind Langhuber, das heißt also, man kann auch die Drehzahl mal in den Keller fallen lassen, ohne dass sie dann einen Schluck aufbekommt. Sie zieht schön aus den Kehren raus und hat eine wirklich sehr angenehme Motorcharakteristik und auch das Getriebe ist eigentlich fast perfekt abgestuft. Hat man die ersten Höhen dann erklommen, hat man einen sehr schönen Blick weiter hinein in die Vogesen. Und die ganze Gegend hat mich ein bisschen ans Allgäu erinnert. Ja, und die Straßenbauer in den Vogesen lieben nicht nur Kopfsteinpflaster, sondern sie lieben auch Bitumen und Rollsplit.
Wenn ihr dann also mal in den Vogesen unterwegs seid, geht davon aus, dass in jeder 5. bis 10. Kurve genau auf der Ideallinie 1-2 Schäufelchen Rollsplit liegen. Und was es auf dieser Tour noch mehr zu bestaunen gab als Kühe, waren die Radfahrer. Aus meiner Sicht eine enorme sportliche Leistung, da hochzufahren, aber als Motorradfahrer muss man natürlich dann im Auge haben, dass da ein gewisser Geschwindigkeitsunterschied da ist und dass auch nicht jeder Radfahrer in die gleiche Richtung fährt. Manchmal fahren sie sogar auf dem eigenen Fahrstreifen in die falsche Richtung. Wir nähern uns jetzt dem Grand Ballon, den erkennt ihr an der weißen Behausung auf dem Gipfel. Keine Ahnung, was da drunter ist, vermute aber, dass es irgendwas Militärisches ist. Im Hintergrund sieht man bei gutem Wetter den Rheingraben und den Schwarzwald und bei sehr gutem Wetter, also wenn es weniger diesig ist, dann sogar bis in die Schweizer Berge. Unterhalb des Gipfels des Grand Ballon gibt es einen Parkplatz mit 2 Restaurants und für uns gab es dann den ersten Kaffee des Tages. Ja, nach dem Kaffee waren nicht nur wir wach, sondern es kamen uns auch immer mehr Motorradfahrer entgegen. Und im Vergleich zum Schwarzwald auf der anderen Rheingrabenseite ist hier alles etwas rauer, aber auch deutlich weniger voll aus meiner Sicht. Und auf dem Weg vom Grand Ballon zum Petit Ballon geht es dann auch etliche steile Abfahrten runter. Und hier kommt eine kleine nette Kurve mit Bodenwellen, Bitumen und Rollsplit. Durchschnittsverbrauch auf der Tour übrigens 2,8 Liter auf 100 Kilometer. Ja, und die aktuelle Abfahrt brachte uns dann ins Tal von Munster. Und da zeige ich euch jetzt auch gleich, wie das von innen aussieht sozusagen.
Munster hat etwa 5000 Einwohner und wahrscheinlich pro 100 Einwohner ein Straßencafé. Noch ein kleiner Tipp, ich würde Munster nach Westen verlassen und dann die Auffahrt nach Hochrodberg nehmen. Auf der Strecke kann man sich schwindelig fahren. So, kommen wir zum Fazit. Also die Strecken um den Grand Ballon sind wirklich einzigartig, ich finde es super toll, sind sehr gut zu fahren, muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, was die Straßenverhältnisse manchmal angeht. Sie sind auch im Winter gesperrt. Die Strecken sind auch deutlich weniger befahren als zum Beispiel in den Alpen bei gutem Wetter. Weniger Motorräder, weniger Autos und auch weniger Wohnmobile. Die Royal Enfield Classic 350 hat sich super geschlagen, auch bei den Steigungen, trotz Sozia und ein bisschen Gepäck. Aber inzwischen wundert mich das auch nicht mehr, nachdem ich die Kommentare von meinen Zuschauern gelesen habe und manche da die Hard Alpi Tour mit dem Ding machen. So langsam wundert mich gar nichts mehr. Man muss eben nur für seine Erwartungen einen vernünftigen Rahmen setzen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like oder Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!